Mein Name ist Andreas Schlitzer. Ich habe die Professur für die Biologie der Entzündung am Life Medical Sciences Institut der Universität Bonn, kurz LIMES, und bin für die neue Förderphase von Immunosensation 3 der neue Clustersprecher des LIMES der Universität Bonn. Was macht ein Clustersprecher? Ein Clustersprecher ist in erster Linie der Vermittler zwischen den Beteiligten des Clusters. Er versucht, die verschiedenen Interessen zusammenzubringen und versucht im Endeffekt die Ziele des Clusters zu verwirklichen, mit Hilfe natürlich der beteiligten Wissenschaftler und die Mittel dafür bereitzustellen. Ich glaube, man muss schon ein sehr gutes fachliches Verständnis haben vom Thema des Clusters. Ich glaube aber, dass jeder unserer Mitglieder das genauso gut könnte. Im Endeffekt muss es eine Person sein, der vertraut wird, und eine Person sein, die im Endeffekt in der Lage ist, für andere einzustehen und versuchen, deren wissenschaftliche Interessen zu vertreten und weiterzubringen. Und Immunosensation ist ja entstanden aus dem Verbund von der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät und der Medizinischen Fakultät, also dem LIMES und dem UKB. Und die hat wirklich vom Bottom-up Immunologie in Bonn etabliert und wirklich zu einer europäischen Hausnummer in der Immunologie hier in diesen letzten 14 Jahren gemacht. Und das Schöne ist, dass ich 2016 nach Bonn gekommen bin, damals nach meinem Postdoc in Singapur, wurde hierher über den Emmy Noether Fellowship rekrutiert und dann auch so gleich ein Cluster aufgenommen, damals in der zweiten Förderphase, und auf eine Clusterprofessur berufen, die mir dann wirklich erlaubt hat, hier innerhalb dieser zweiten Förderphase meine Wissenschaft aufzubauen und mein Wissenschaftsziel zu verfolgen, was dann jetzt darin gemündet ist, dass wir als LIMES doch zentraler Teil des Clusters sind und ich dort eben Clustersprecher werden dürfte. Also die Entwicklung, die die Universität Bonn zum Beispiel mit den Exzellenzclustern gemacht hat, ist für mich, um das zu sehen, ich bin seit circa 10 Jahren hier, absolut bombastisch. Also von einem, sagen wir mal, regional wirklich bedeutenden Immunologiezentrum zu einem europäisch weltweit anerkannten Zentrum für Immunologie zu werden in der Zeit hier. Und da dabei zu sein, war für mich oder ist für mich ein sehr großes Privileg. Und das hat natürlich dazu auch geführt, dass viele technologische Developments hier einfach stattgefunden haben und diese Entwicklung wir wirklich live mitverfolgen und betreiben konnten. Ja? Und nicht weniger wichtig ist, dass damit auch eine Exzellenz in der Lehre und in der Studierendenschaft wirklich einhergeht, weil wir dadurch, dass wir exzellente Köpfe haben, die Forschung betreiben, eben auch eine exzellente Ausbildung betreiben könnten und dadurch die nächste Generation wirklich mitformen können und ihnen erlauben, quasi auf höchstem Niveau hier zu studieren, hier Dinge zu erlernen, die wirklich am Puls der sozusagen der wissenschaftlichen Zeit sind, und ihnen möglichst guten Einstieg geben können in die Wissenschaft als junge Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, einfach da ganz vorne dabei zu sein. Sagen wir auch den Wert von Grundlagenwissenschaft herauszustellen und was wir als Immunosensation auch für die Gesellschaft leisten können in Bezug auf das, ist wirklich vielleicht 2 Beispiele wichtig, die da zu nennen sind. Also einmal wurden im Rahmen von Immunosensation meine Arbeitsgruppe mit einer großen Kollaboration im LIMES und am Universitätsklinikum Bonn einfach gezeigt, dass zum Beispiel die Wirkung von einem Tuberkulose-Impfstoff weit über das hinausgeht, was die Wirkung gegen Tuberkulose angeht, sondern dass dieser Impfstoff wirklich in der Lage ist, das Immunsystem wirklich großflächig in eine Art Alarmzustand zu versetzen, was dann dazu führt, dass vor allen Dingen bei Kindern die Abwehr gegenüber anderen Infektionen maßgeblich gestärkt wird. Das ist keine neue Entwicklung, aber das erklärt uns viele Phänomene, die wir sehen und hebt nochmal hervor, dass der Wert von Impfungen wirklich nicht überschätzt werden kann. Und vielleicht dahingehend noch ein anderes Beispiel, wenn wir daran denken, dass wir alle Teil von einer sich immer stärkeren veränderten Umwelt sind. Wir sind ausgesetzt zum Beispiel zu prozessiertem Essen oder wir sind ausgesetzt zu Umwelteinflüssen, die wie Autoabgase oder erhöhte quasi Krankheitserregerlast in der Luft sind. Und all diese Dinge wirken natürlich auf unser Immunsystem. Und als Immunosensation ist eine zentrale Aufgabe zu verstehen, wie wirkt unsere Umwelt auf unser Immunsystem und wie kommt es dann zu veränderten Antworten unseres Immunsystems, zum Beispiel zur Autoimmunität, Selbstentzündung des Körpers. Und wie können wir dann Stellschrauben finden, um diese Prozesse zurückzudrehen und unser Immunsystem sich anzupassen an die sich veränderten Umwelteinflüsse. Und da gibt es zum Beispiel jetzt ganz aktuell 2 Studien. Eine Studie, die sich damit beschäftigt, was passiert, wenn man übergewichtige oder fettleibige Mäuse, wenn die Kinder bekommen, was passiert mit den Nachkommen dieser Mäuse.
Mäuse. Und da können wir zum Beispiel zeigen in der Arbeitsgruppe von Elvira Maas, dass diese Mäuse eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, zum Beispiel eine fettleibige Leber zu entwickeln. Und auf der anderen Seite können wir zeigen, dass Umwelteinflüsse, die wir über die Lunge aufnehmen, wie zum Beispiel Krankheitserreger oder Reifenabrieb von Reifen dazu führt, dass bestimmte Abwehrzellen in der Lunge viel aktiver sind, als wenn wir in einem Umfeld leben, wo wir eben diese Einflüsse nicht haben. Und das kann dazu führen, dass wir zum Beispiel eher eine Lungenfibrose entwickeln oder schlechter geschützt sind gegen verschiedene Infektionskrankheiten. Die Natur meiner Forschung ist wirklich einfach in sich selber schon eine sehr transdisziplinäre Forschung. Wir arbeiten an der Schnittstelle zwischen quasi Computational Biology, also computergestützte Biologie, Grundlagenwissenschaft, Immunologie, als auch molekularer Biomedizin. Da wir Forschungsinhalte untersuchen, in denen wir wirklich die räumlichen Zusammenhänge zum Beispiel zwischen Immunzellen verstehen wollen, im Gewebe, während der Gesundheit und während der Krankheit. Und um dies zu tun, müssen wir aus vielen Fachdisziplinen wirklich Kenntnisse uns zusammenholen. Ein Beispiel wäre da zum Beispiel, wir haben eine sehr aktive Zusammenarbeit mit Herrn Professor Hasenauer, der ist Modellierer, also der ist computergestützter Modellierer, benutzt künstliche Intelligenz, um Prozesse zu modellieren. Wir haben Zusammenarbeiten mit der Hals-Nasen-Ohren-Klinik an der Universitätsklinik. Und diese Synergien führen dann wirklich dazu, dass wir komplexe Prozesse, für die wir selber nie die Manpower, nie das Geld, aber auch nicht die Expertise hätten, die vollumfänglich zu verstehen, jetzt in der Lage sind, über dieses Konzept der Transdisziplinarität Konsortien, kleine Verbünde zu bündeln, die uns jetzt erlauben, diese komplexen Fragestellungen mit neuen Technologien und neuen Ansätzen wirklich zu verstehen. Ja, Teamwork in der modernen Wissenschaft ist nicht mehr wegzudenken. Unsere Wissenschaft ist per se gelebtes Teamwork, nicht nur innerhalb der einzelnen Teams, wo zum Beispiel in meinem Team Mathematiker, Physiker als auch normale Molekularbiologen zusammenkommen, dort einfach komplexe Fragestellungen zusammen bearbeiten. Es geht aber auch noch ein Niveau höher. Also wir arbeiten sehr viel zusammen mit Medizinern, die direkt in der Klinik sind, wo wir verstehen wollen, okay, was haben unsere Ergebnisse für Anwendungsbezüge bei der klinischen Diagnose, bei dem Feststellen von Symptomen, wie können wir Symptome zum Beispiel von Patienten nutzen, um unsere Analysen zu informieren und dann besser zu machen, effektiver zu machen, kostengünstiger zu machen zum Beispiel. Und im Endeffekt ist Immunosensation als Cluster genauso aufgebaut. Wir haben Grundlagenwissenschaftler, wir haben Ärzte, wir haben Wissenschaftler, die von der Seite der Computational Biology herkommen. Und dieses gesamte Konglomerat ergibt dann wiederum einfach ein exzellentes Umfeld, um neue Ideen zu entwickeln und Fragestellungen ganz wichtig zu beantworten zu können, die man alleine nie beantworten könnte.